Wenn alles so billig wird, dass es sich lohnt, gewinnt am Ende niemand. Jahrelang schien es, als könne niemand den Aufstieg Chinas stoppen, oder? Wir nannten es die Werkbank der Welt. Sie schufen eine so unerbittliche, so vollkommene Effizienz, dass es fast wie ein Kunstwerk wirkte. Gigantische Städte, die niemals schlafen, endlose Montagebänder, die in der Dunkelheit der Nacht leuchten. Die westlichen Konkurrenten warfen das Handtuch mit den Worten: „Da können wir nicht mithalten“, während China die Preise Jahr für Jahr wie ein Uhrwerk drückte. Es war ein Wunder an Disziplin, Planung und gigantischen Skaleneffekten. China hat menschliche Arbeit förmlich in einen wirtschaftlichen Motor verwandelt. Doch wie Sie wissen, hat jedes Wunder seinen versteckten Preis. Chinas größte Stärke, die es bis hierher gebracht hat, nämlich die Fähigkeit, alles billiger, schneller und größer zu machen, ist nun zu einer Last geworden, die das Land nach unten zieht. Die Geschichte Chinas ist im Grunde die Geschichte davon, wie weit die Grenzen des modernen Kapitalismus strapaziert werden können. Es ist die Geschichte eines Systems, das sagt: Wachse um jeden Preis, selbst wenn diese Kosten beginnen, die eigene Zukunft zu verbrennen. Was passiert also, wenn sich die größte Volkswirtschaft der Welt bis zur Erschöpfung selbst optimiert? Wann wird Effizienz zum Selbstmord? Um das zu verstehen, müssen wir in das Jahr 1978 zurückkehren, wo alles begann. Deng Xiaoping trat vor die Kommunistische Partei und brach eines der größten Tabus jener Zeit. Reich zu werden ist ruhmvoll, sagte er. Dieser Satz löste die schnellste wirtschaftliche Explosion aus, die die Welt je gesehen hat. Über Nacht wurden aus Bauern Unternehmer und Fabriken ersetzten die Felder. Westliche Investoren sahen darin eine Goldmine. Billige Arbeitskräfte, unerschöpfliche Energie und eine Regierung, die bereit war, jede Erleichterung zu bieten. Dass sich ein verschlafenes Fischerdorf wie Shenzhen in nur 20 Jahren in eine Millionenmetropole verwandelte, lag an dieser Formel. Danach wollte jede Stadt ein Shenzhen sein. Die Lokalregierungen verschuldeten sich bis über beide Ohren, um Autobahnen, Staudämme und Industrieparks zu bauen. Im Jahr 2000 wuchs China nicht mehr nur. Es verschlang die gesamte Nachfrage der Welt. Wenn etwas produziert werden sollte, dann musste es in China sein. Doch hinter diesem Aufstieg steckte eine sehr gefährliche Motivation. Erfolg bedeutete, billiger als alle anderen zu sein. Städte unterboten sich bei Grundstückspreisen und Steuern, um Fabriken anzulocken. Unternehmen verzichteten auf Gewinne und Qualität, um zu überleben. Alle strebten nach Wachstum, aber niemand fragte: Wo führt das hin? Es war ein Wettlauf nach unten, den man jedoch Fortschritt nannte. Eine Zeit lang lief alles wie geschmiert. Millionen von Arbeitern waren bereit, für einen Hungerlohn 12 Stunden am Tag zu schuften. Wir im Westen genossen T-Shirts für $5 und iPhones für $300. Wir lebten den Traum vom Überfluss ohne Inflation. Und China wurde reich. Doch an einem Punkt überhitzte die Maschine. China war produktionsabhängig geworden. Um die Schulden für die gigantischen Bauprojekte zu bezahlen, waren die Lokalregierungen gezwungen, noch mehr zu wachsen. Also bauten sie noch mehr Fabriken. Im Jahr 2015 war Chinas Stahlproduktion allein größer als die des gesamten Rests der Welt. Es wurde nun mehr produziert, als der Markt aufnehmen konnte. Die Preise fielen nicht etwa, weil die Technologie besser wurde, sondern aus Verzweiflung. Als die Fabriken aufhörten, Gewinne zu machen, wurden sie nicht langsamer. Im Gegenteil, sie beschleunigten, in der Hoffnung, durch Masse den Verlust auszugleichen. Genau hier kommt das Konzept ins Spiel, das die Chinesen Involution, innerer Verfall oder Neizhuan nennen. Was bedeutet Involution? Es ist nicht nur harte Arbeit. Es bedeutet, dass Unternehmen für das Nichts immer mehr produzieren. Man konkurriert nicht mehr, um innovativ zu sein, sondern nur noch, um nicht zu sterben. Solarpaneele, Elektrofahrzeuge, Batterien. Chinas neuer Stolz ist heute sein größtes Schlachtfeld. Hunderte Firmen produzieren das Gleiche, jede unterbietet die Preise der anderen. Die Gewinnmargen sind verschwunden, aber niemand kann aufhören. Denn die Produktion zu stoppen bedeutet im System den Gesichtsverlust.
China befindet sich derzeit in einem Kreislauf, in dem die Effizienz den Gewinn und die Produktion den Zweck auffrisst. Verbraucher freuen sich über billige Waren, aber der Preis für diese Billigkeit ist der Zusammenbruch des allgemeinen Wohlstands. Im Jahr 2024 sanken die Industriegewinne in China um 20%. Die Exporte brechen Rekorde, aber in den Kassen bleibt kein Geld. Das ist keine Wirtschaft, die hochschaltet. Es ist ein Monster, das sich selbst auffrisst. Ist das ein Fehler? Ein Teil davon ist Kalkül. Die chinesische Regierung ist ein Meister der bewaffneten Effizienz. Sie hält ihre Unternehmen durch Subventionen am Leben, damit diese unter den Herstellungskosten verkaufen können. Warum? Um westliche Konkurrenten vollständig vom Markt zu fegen. Wenn diese pleite gehen und die Welt von China abhängig ist, werden die Preise von Peking diktiert. Bei Solarpanelen haben sie es getan. Jetzt sind Batterien und Elektroautos an der Reihe. In der Theorie klingt das genial, in der Praxis ist es hochriskant. Wie lange kann ein Staat auch aus strategischen Gründen Verluste tragen, wenn Unternehmen nicht mehr durch Innovation, sondern durch den Erhalt staatlicher Subventionen konkurrieren, beginnt das System zu verfaulen. Die Milliarden, die heute ausgegeben werden, um Fabriken künstlich am Leben zu erhalten, sind das Geld, das der Stabilität von morgen geraubt wird. Die wahre Tragödie Chinas ist folgende: Die Strategie, die es zum Herrscher der Welt gemacht hat, höhlt nun die eigene Wirtschaft von innen aus. Denn eine auf Verlusten basierende Vorherrschaft ist kein Sieg, sondern nur ein aufgeschobener Bankrott. Ein Imperium stirbt nicht an mangelnder Nachfrage, sondern am Verlust seines Ziels. In China ist das Ziel verloren gegangen, geblieben ist nur das Momentum. Sie können nicht anhalten, weil sonst die gesamte Kette aus Schulden und Beschäftigung reißen würde. Die chinesische Wirtschaft ist kein reines Instrument für Wohlstand mehr, sondern das Legitimationsinstrument der Partei. Es ist der Vertrag, wachst weiter und wir gehorchen. Wenn das Wachstum aber kein Geld mehr in die Taschen bringt, sondern nur noch die Regale mit billigem Ramsch füllt, beginnt dieser Vertrag zu bröckeln. Zusammenfassend lässt sich sagen, Chinas Problem ist nicht, dass es zu wenig produziert, sondern zu viel. Ein gigantisches Gebilde, das die Welt mit Waren überschwemmt, aber an diesen Waren nichts mehr verdient. Darin liegt eine bittere Ironie. Derselbe unerbittliche Wettbewerb, der China reich gemacht hat, lässt es heute nicht mehr zu, dass jemand reich bleibt. Wenn das Maß für Fortschritt nur noch ist, wie billig man etwas herstellen kann, das niemand mehr braucht, dann ist das keine Entwicklung mehr. Es ist ein Wettlauf zur Selbstzerstörung. Die Geschichte hat uns immer wieder gelehrt, nichts ist teurer, als zu billig zu sein. Denn wenn man das Gleichgewicht verliert, ist das Letzte, was einem bleibt, die Selbstauslöschung. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.